Entweder Jan bleibt auf dieser Insel oder Julia erfährt von deinem kleinen, süßen Geheimnis. Aber ich glaube auch, dass mit diesem Typen irgendwas nicht stimmt. Der Latino für Arme. Ich habe ihn vorhin in der Stadt gesehen. Der hat sich mit so einem Schlipsträger getroffen. Das war schon merkwürdig. Hallo, Nico. Das ist die Frau, die meinen Mann getötet hat. Warum hast du das getan? Weil jeder ein Recht auf die Wahrheit hat, auch dein Daniel. Du hast Patricia nur engagiert, weil sie mich verführen sollte. Um mich erpressbar zu machen, damit Jan hier bleiben kann. Und jetzt soll ich weiterhin seelenruhig zugucken, wie meine Frau den anschmachtet? Vergiss es. Jan und Julia sind nur Geschwister. Sie können sich ja auch gelegentlich besuchen. Wie man das in normalen Familien so macht. An Weihnachten, Geburtstagen, Ostern, beim Begräbnis. Entweder du tust, was ich dir sage und Jan bleibt auf dieser Insel oder Julia bekommt dieses hübsche Filmchen zu sehen. Das Ergebnis kannst du dir vorstellen. Das wagst du nicht. Da kennst du mich aber schlecht. Aber Julia kennt dich verdammt gut und wird sofort merken, dass du dahinter steckst. Glaubst du wirklich? Oh, ich bitte dich. Das ist so billig. Du engagierst dieses kleine Flittchen, sie erwischt mich in einem schwachen Moment und du filmst mich dabei. Ich war wirklich entsetzt, als ich dieses Video fand. Aber ich muss schon sagen, in manchen Momenten hattest du einen so saublöden Gesichtsausdruck gehabt. Ich ziehe das hier durch. Jan bleibt oder bist deine Frau los? Sie war nicht übel. Wirklich. Macht Ihnen Ihre Arbeit eigentlich Spaß? Wie viel zahlt Ihnen dieses Miststück? So, Sie besorgen mir jetzt das Video. Warum? Weil Sie im Grunde Ihres Herzens ein anständiges Mädchen sind. Nein, weil ich mehr zahle als meine Schwiegermutter. Das ist nicht meine Art, Geschäfte zu machen. Sie haben diese prekäre Situation verursacht. Sie können sie wieder gut machen. Ich hatte nur einen Job, den habe ich erfüllt. Jetzt lassen Sie meinen Arm los, Ihre Frau kommt. Guten Morgen. Morgen. Lass uns doch im Sitzen frühstücken. Ich habe keine Zeit. Ich muss ruckzuck zu Emilio. Entschuldigung. Tschüss. Warst du letzte Nacht bei Jan? Uns bleibt ja nicht mehr so viel Zeit zusammen. Es tut mir wirklich unendlich leid, dass Jan versetzt wird. Wenn ich nur irgendwas machen könnte, aber... Weißt du was, ich frühstücke auch lieber unterwegs. Wir sehen uns in der Praxis. Nein, jetzt gerade geht's wirklich nicht. Ich kann ja nicht so einfach weg. In 2 Stunden, da schaffe ich's wieder, okay? Dann stehe ich voll und ganz zur Verfügung. Okay, ciao. Hey. Hey. Habe ich dich irgendwie beim privaten Gespräch gestört? Nee, wieso? Ach, hatte nur so einen Eindruck. Und sonst so? Schon Anschluss gefunden in Düsseldorf? Ich meine, so ein kontaktfreudiger Typ wie du, der macht in so einer Stadt bestimmt sehr interessante und lohnenswerte Bekanntschaften, oder? Halt mich für blöd, aber ich komme ja nicht ganz hinterher. Hast du irgendein Problem? Ich? Nee. Aber vielleicht jemand anders. Naja, geht mich ja nichts an. Hey, Nico. Wie geht's? Was macht Jan? Gut. Danke der Nachfrage. Soll ich sie mir noch mal ansehen?
Nein, danke, das ist nicht nötig. Außerdem bist du nicht im Dienst. Ich bin immer im Dienst, ich kann gar nicht anders. Die Arztmasche, zieht die immer noch bei Frauen? Ab und zu, wenn die Damen alt genug sind. So um die 70. Na dann. Nico, warte mal. Was mit deinem Mann passiert ist. Andi hat mir alles erzählt und es tut mir wirklich aufrichtig leid. Ja, mir auch. Helena wollte mir an diesem Tag die Wahrheit sagen. Es war also nicht nötig, sie vor mir bloßzustellen. Tut mir leid, dass ich euren Flirt gestört habe. Darum geht's doch gar nicht. Doch, ich denke, genau darum geht's. Helena spielt seit Wochen die Büßerin mit Leidensmiene. Sie spielt nicht, sie leidet wirklich. Wenn sie ein- oder zweimal bei der Arbeit gelacht hat, dann war's meine Schuld. Sie geht ins Krankenhaus, schnappt sich den Bruder ihres Ex-Freundes und hat Spaß. Ja, man kann wirklich Mitleid mit ihr haben. Heute ist einfach nicht mein Tag. Jan muss Mallorca verlassen. Das Bistum hat ihn aufs Festland versetzt. Wieso das denn? Auf eine Begründung wurde großzügig verzichtet. Jedenfalls muss er schon heute nach Cordoba. So schnell. Hat diese Versetzung vielleicht etwas mit eurem Verhältnis zueinander zu tun? Möglich. Jan glaubt, Monsignor Matteo ahnt vielleicht etwas, aber das würde er natürlich nie zugeben. Vielleicht ist es ganz gut, wenn du jetzt ohne Jan erstmal zur Ruhe kommst. Ihr wart euch ja doch schon wieder sehr nah. Und dein Mann wirkt auch nicht gerade glücklich. Jan ist nicht an allem schuld, Charlie. Schuld ist hier auch das falsche Wort. Aber ohne Jan hättest du jetzt keine Ehekrise und das weißt du auch. Weißt du, man sagt ja immer, Abstand hilft. Und das ist eine erprobte Lebensweisheit. Danke. Schönen Tag noch. Dir auch. Hier, wie vereinbart. So, noch eine kleine Prämie. Sie haben schnell und gut gearbeitet. Danke, sehr großzügig. Falls Sie mich wieder brauchen. Das wird nicht nötig sein. Clarissa! Hallo, schön, dass du schon da bist. Wie wär's mit einem Kaffee? Der spanische Erbfolgekrieg. Was soll denn das sein? Was machen wir überhaupt? Ich glaube, das kennst du nicht. Nennt sich Referat. Nee, kenne ich wirklich nicht. Aber auf jeden Fall muss da mehr Pep rein. Eine Schlacht oder so. Koffer schon gepackt? Deine Kirche nervt. Warum hast du eigentlich keinen anständigen Beruf gelernt? Ja, mit Surfen verdient man kein Geld. Die Kirche nimmt jeden. Hauptsache, er springt wann und wie sie will. Niemand verlangt von dir mitzukommen, nur weil ich nach Cordoba gehe. Ich weiß. Aber das macht es auch nicht leichter. Leonie, mir ist nur wichtig, dass du wirklich nur das tust, wonach dir wirklich ist. Ich meine, ich freue mich riesig, wenn du mitkommst, aber ich kann das genauso gut verstehen, wenn du jetzt nicht noch mal umziehen möchtest. Klar, lass mich hier doch allein. Nein, aber vielleicht willst du ja wieder bei deiner Mutter wohnen. Also wenn du hier bleiben willst, lässt sich alles regeln. Du hast hier dein Zimmer im Zentro. Ricardo und Julia sind immer für dich da. Und ich telefoniere dir sowieso täglich hinterher. Aber manchmal ist ein Ortswechsel das Beste, um jemanden zu vergessen. Und in Andalusien gibt's die besten Tapas. Hm? Was soll's? Cordoba, wir kommen. Aber mach bitte keinen großen Abschied. Wir verschwinden einfach still und leise von der Insel, okay? Okay. Ist doch egal für dich, was Christian denkt oder hofft. Das sehe ich anders. Christian ist ein wichtiger Teil in deinem Leben. Ja, aber nicht in deinem. Trotzdem ist es doch für uns alle besser, wenn er mich akzeptiert als seinen neuen Freund. Egal, was Christian für ein Problem mit dir hat. Das ändert doch nichts bei uns. Trotzdem. Hey, weißt du was? Wir laden heute Abend deine Freundin zum Essen ein, okay? Ich mache eine Paella, so als Einstand. Und du sorgst dafür, dass Christian kommt. Miri, machst du mir ein Cappuccino to go? Nun, kleiner Kaffee zwischen zwei Terminen. Klingt super, dann bist du auch schnell wieder weg, oder? Sag mal, wie bist du denn drauf? Du musst mich ja nicht so anpumpen, nur weil dir Raphael auf die Nerven geht. Ich bin nämlich auch manchmal total sensibel. Ja, du kannst ja nichts dafür. Obwohl, wenn ich mir so recht... Oh, jetzt fang nicht wieder mit der alten Leier an. Ich verrate jetzt mal was. Sex ist nie die Ursache vom Problem, sondern die Lösung.
Was will dieser Mallorca-Spacko wirklich von Olli? Ja, so ein Spacko ist er gar nicht. Ist eigentlich ganz nett. Und der hat Stil. Ah, ich sagte, der versteht was von Schuhen. Warum hast du es nicht gleich gesagt? Das ändert gleich alles. Naja, rein modetechnisch gesehen kannst du dir ja schon mal eine Scheibe von dem abschneiden. Du siehst am besten aus, wenn du nichts davon anhast. Das ist mit Fisch, Gambas, Muscheln, Gurken. Oh, das ist eigentlich eine Paella für deutsche Touristen. Aber okay, ihr bekommt die Paella, die ihr wollt, okay? Danke. Ich würde mir trotzdem nicht allzu große Hoffnung machen. Hey, glaub mir, diese Paella bewirkt Wunder. Die hat schon Kriege beendet. Du bist eifersüchtig auf Raphael, schon klar. Aber selbst dran schuld. Du und Olli jetzt echt versaut. Und weißt du warum? Wie war das noch mit dem Kaffee zwischen 2 Terminen? Weil er die ganze Zeit nur rumlabert. Denk doch dran, was ich dir über Sex gesagt habe und steig endlich mit ihm in die Kiste, Mann. Die Kiste ist aber leider gerade belegt, Jessica. Also, hast du noch einen besseren Tipp für mich? Sucht ihr auch einen kleinen Spanier und ihr werdet Freunde und fahrt zusammen in den Pärchenurlaub. Hey! Hey. Raphael und ich, also wir wollten euch für heute Abend zum Essen einladen. Raphael macht Paella. Oh, ich liebe Paella. Vor allem diese kleinen Muscheln und Shrimps da drin. Die gehören da eigentlich gar nicht rein. Das machen nur Touristen. Ja, aber wir machen das mit viel Liebe. Ist mir egal, wie ihr es macht. Wir kommen. Du auch? Ja. Gerne. Super. Dann geh ich mal einkaufen. Könntest du mir noch was leihen? Ach so, ja. Ja, bitteschön. Danke. Na? Schlechte Nachrichten? Ach, wie man's nimmt. Ich habe wegen der Steuerprüfung bei der Stiftung, die uns garantiert Ansgar auf den Hals gehetzt hat, den Spendenmarathon völlig vergessen. Wie läuft's denn mit der Steuerprüfung? Wie erwartet, keine Unregelmäßigkeiten. Ich wüsste zu gerne, was Ansgar da schon wieder im Schilde führt. Der kann sich einfach nicht vorstellen, dass jemand mit ehrlichen Mitteln Erfolg hat. Das ist jedenfalls nur überflüssiger Ärger und kostet mich eine Menge Zeit und Arbeit. Und der Spendenmarathon? Ja, uns fehlen noch Sponsoren und Kooperationspartner. Dabei will ich heute nach Griechenland fliegen, zu Nina. Wie lange hast du denn deine Tochter und deine Enkelin nicht mehr gesehen? Lange. Viel zu lange. Aber dieser Spendenmarathon ist so wichtig für die Jana von Landstein Stiftung. Dann muss dich jemand vertreten bei den Vorbereitungen. Nico, sie wäre perfekt. Im vorigen Jahr hat sich ja Philipp darum gekümmert. Ich weiß. Er wird sie den Marathon bestimmt mit Philipp in Verbindung bringen. Ach, vielleicht blase ich das in diesem Jahr auch alles ab. Ich will Nico nicht noch weiter belasten. Womit willst du mich nicht belasten? Ich sehe Sie dann nächste Woche. Lassen Sie sich bitte draußen noch einen Termin geben. Gute Besserung. Danke. Die Termine sind auf deinem Computer und die Akten an der Rezeption. Ich würde mich jetzt gern noch mal mit Jan treffen, bevor er die Insel verlässt. Letzte Nacht hat dafür wohl nicht gereicht, was? Lass uns in Ruhe darüber reden, wenn ich zurück bin, okay? Julia, Gestern Nacht. Ich habe auf dich gewartet, als du nicht nach Hause gekommen bist. Ich habe getrunken. Ich weiß, es ist unverzeihlich und ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte, aber ich... Du hast wirklich überhaupt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Und auch wenn ich gerade furchtbar traurig bin, weil Jan weggehen muss, du und Timo, ihr seid meine Familie und nichts ist mir wichtiger. Du hast recht, lass uns heute Abend in Ruhe darüber reden. Willst du nicht vielleicht mitkommen und dich von Jan verabschieden? Er würde sich bestimmt freuen. Viel zu tun. Okay.
Letztes Jahr hat sich Philipp um den Spendenmarathon gekümmert. Es ist mir wichtig. Ich mach's. Bist du dir sicher? Nach dem Eklat mit dir und Philipp im letzten Jahr, man wird dir viele Fragen stellen. Meinst du nicht, dass dich das zu sehr belastet? Deine Sorge ist unglaubwürdig. Lass es einfach. Ich würde dein Angebot sehr gerne annehmen. Ich kümmere mich um den Marathon. Also fahr einfach. Gut. Also dann werde ich Professor Irdisch informieren. Sein Krankenhaus ist ja unser wichtigster Partner. Meinst du, er wird sich beteiligen an der Organisation? Das ist eher unwahrscheinlich. Aber vielleicht wird er jemanden benennen, der dir helfen kann. Gut. Ja, dann klemme ich mich gleich mal ans Telefon und kümmere mich um ein paar Sponsoren. Nico, danke. Gerne. Und gute Reise. Du warst ja so still. Sie ist einfach nicht gut auf mich zu sprechen, du hast es ja gehört. Ich dachte, ich halte mich zurück. Aber dass sie sich so ins Zeug legt, das ist doch ein gutes Zeichen. Ja. Ich habe sie seit Wochen schon nicht mehr so positiv erlebt. Vielleicht ist diese Herausforderung genau das Richtige für Sie. Hallo, was geht's dir? Sehr gut. Ja, sehr schön. Genau. Hat super geklappt letztes Mal? Ja, sollst du haben, pass auf. Ist doch gar kein Problem. Was wir abgemacht haben, verabredet haben, das kriegst du auch. Sehr gut, so muss das sein, ne? Sind ja keine Fälscher oder so. Ricardo? Er scheint nicht da zu sein. Ach so. Schade, ich hätte mich wirklich sehr gerne von ihm verabschiedet. Ich weiß, ich finde es auch wichtig. Nicht, dass wir uns verpasst haben. Vielleicht ist er auf dem Weg zur Kirche. Glaubst du das wirklich? Ricardo wurde in den letzten Wochen so viel zugemutet, ich könnte sogar verstehen, wenn er sich gar nicht von mir verabschieden will. Ich weiß gar nicht, wie ich es ohne dich aushalten soll. Naja, wir waren jahrelang getrennt. Haben wir auch geschafft. Ich hatte mich gerade wieder an deine schlechten Witze gewöhnt. Ach, es wiederholt sich auch. Alles. Wird immer langweiliger. Alltäglich. Abgeschmackt. Charlie glaubt, Abstand ist immer gut. Ja, das sagen alle. Oder sie denken es. Vielleicht haben sie ja recht. Nein. Ich glaube nach wie vor, dass durch den Alltag so etwas wie Normalität entstanden wäre. Du und ich normal. Ganz normale Langeweile. Zwischen Bruder und Schwester. Ob wir das wohl jemals geschafft hätten? Das werden wir nicht mehr erfahren. Hoffentlich kommt die Futterlieferung von Schlüter diesmal pünktlich. Bei der nächsten Unregelmäßigkeit wechseln wir den Anbieter. Sehr gerne. Ist Dionysos wieder etwas ruhiger geworden? Oder zickt er immer noch die anderen Hengste an? Je nach Tagesform. Wahrscheinlich vermisst er Dana. Ja, das kenne ich. Obwohl ich dafür noch ganz verträglich bin. Seit sie aus der Reha wieder da ist, haben wir uns kaum gesehen. Irgendwas Familiäres. Hat sie wieder Stress mit Marlene oder wie? Keine Ahnung. Sie wird es mir schon sagen, wenn sie will. Und das macht dich gar nicht nervös? Nö, sie hat ihren eigenen Kopf. Und sie hat Geheimnisse. Genau dafür liebe ich sie. Und was ist, wenn der Partner Geheimnisse hat, die die Beziehung beenden könnten, wenn sie rauskommen? Sprichst du jetzt von Olli und seinem Neuen? Warum bekommt einer auf der Straße von einem wildfremden Mann Geld? Da fallen mir einige Gründe ein. Willst du die wirklich alle wissen? Nee. Vergiss es. Es geht mich ja verdammt noch mal nichts an. Oh Mann, bei dem Farbchaos kriegt man ja Augentripper.
Du hast echt keine Ahnung von Styling, ne? Das ist mexikanisch, das macht happy. Und warum mexikanisch? Raphael ist Spanier. Ja, das nennt man künstlerische Freiheit. Denn ja nur noch die Cucarachas. Oh, sind das diese Gitarristen mit den großen Hüten? Das wäre super. Bleibt Raphael eigentlich so lange? Ist schon ewig weg. Jetzt beruhig dich mal. Du hast nur Schiss, dass der Abend nach hinten losgeht. Und womit? Mit Recht. Es wird bestimmt voll der Krampf. Warum machst du es dann? Weil Raphael mich überredet hat. Das macht dir doch nicht gleich in die Hose. Wir haben bestimmt Spaß. Du bestimmt. Christian und Raphael werden bestimmt mit Hühnerknochen aufeinander losgehen. Sag mal, kannst du irgendwas mal positiv sehen? Nein, ich habe Augenkrebs von deinen blöden Dingern hier. Weißt du, was der einzige Vorteil daran ist, dass ihr beiden nicht mehr zusammen in die Kiste steigt? Was? Dass ihr jetzt endlich Freunde werden könnt. Such ihm doch auch so einen kleinen Spanier. Und mir auch, bitte. Ansgar, was gibt's? Das Gold steckt in den Artefakten und ist auf dem Weg hierher. Oh, entschuldige, dass ich deinen super geheimen Plan am Telefon ausplaudere. Ach, nein, Helena würde noch nicht einmal merken, wenn wir das Gold in Klarsichttüten schmuggeln. Ja, toll. Kurz und kräftig. Irgendwann schaffe ich das auch noch. Hier, Danke. gern geschehen. Bei Risiken und Nebenwirkungen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Arzt. Ich merk's mir. Daniel? Daniel Fritsche, bist du's wirklich? Hey. Ich glaub's ja nicht. Nein. Ja, Ansgar, mache ich. Und grüß deinen Sohn von mir, ja? Nein, aber im Moment sind wirklich andere Sachen wichtiger. Ich will nicht kneifen. Ich kann es wirklich kaum erwarten, dass die beiden hinter Gitter kommen, aber der Spendenlauf ist mir wirklich wichtig. Und es ist schön, zur Abwechslung auch mal was Gutes zu tun. Nein, hey, warum bin ich die Letzte, die erfährt, dass du wieder da bist? Und gut siehst du aus. Du erst. Wie geht's dir? Gut, danke, gut. Mein Gott, das ist so viel passiert. Und du, was machst du hier? Hast du Beschwerden? Nein, glücklicherweise nicht. Nein, ich bin auf dem Weg zu Professor Irdisch. Er ist mit seinem Krankenhaus ein Kooperationspartner beim Spendenmarathon. Und wir brauchen ganz dringend... Willst du nicht unser Ansprechpartner hier im Krankenhaus sein? Wir brauchen Hilfe bei der Organisation. Ja, ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Spendenmarathon? Schön, dass wir uns so schnell treffen konnten. Ja, was gibt es denn so Dringendes? Was ist passiert? Ich wollte gerade Siesta machen. Ich muss meine Bitte rückgängig machen. Padre Jan soll bleiben. Wie bitte? Das verstehe ich aber jetzt nicht. Monsignor Matteo, Sie sind der Hirte dieser verirrten Schäfchen. Wo könnten Sie besser zurück in die Herde finden, als unter Ihrer weisen Führung? Also manchmal ist es einfacher für einen Hirten, nur ein Schäfchen aus der Herde zu nehmen. Darin waren wir uns einig. Es geht nicht immer nur um Ihre Frau und um Padre Jan. Es geht auch um den guten Ruf unserer Gemeinde und die Existenz des Zentros. Ich bitte vielmals um Vergebung, Monsignor. Aber dieser ungeheuerliche Verdacht zwischen meiner Frau und Padre Jan gäbe es Gefühle, die über geschwisterliche Zuneigung hinausgehen. Ich habe mir da wohl etwas eingebildet. Eifersucht. Nichts als Hirngespinste. Nichts anderes. Sie wissen gar nicht, wie sehr ich gehofft habe, dass alles nur ein Missverständnis ist. Ich bedauere sehr, Sie mit meinen haltlosen Anschuldigungen belästigt zu haben. Nein, machen Sie sich keine Gedanken.
Es war mir sowieso ein Rätsel, wie ich mich so in Padre Jan habe täuschen lassen. Ist es denn möglich, die Entscheidung des Bistums rückgängig zu machen? Es wird Unannehmlichkeiten und Kosten verursachen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei der momentanen schwachen Kassenlage diese Entscheidung ganz alleine tragen kann. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde meine monatlichen Zuwendungen an das Centro aufstocken. Danke, Gott vergelt's mir. Und eins noch. Ich möchte Sie bitten, über meine unsinnigen Anschuldigungen absolutes Stillschweigen zu bewahren. Das ist doch selbstverständlich. Hey, was hängst du hier rum? Die Paella ist fertig. Und Raphael kommt auch gleich wieder. Dann geht's essen los. Ich komme ja gleich, jetzt hetz mich nicht. Wehe, du versaust mir das Essen mit deiner Laune. Bist du jetzt die Stimmungspolizei oder was? Ich will nur, dass du dir deine blöden Bemerkungen gegenüber Raphael ausnahmsweise mal sparst. Kann mir doch egal sein, was dieser Paella-Fuscher mit Olli vorhat. Siehst du, genau das habe ich gemeint. Okay, ich werde mich da raushalten. Ich werde lieb sein, Mutti. Ich hole nur zweimal O im Auftrag vom Chef, hä? Okay. Das glaube ich doch jetzt nicht. Das alles hier ganz schön vermissen. Ich auch. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem bald wieder. Mir auf den Weg! Das hoffe ich auch. Padre Jan! Padre Jan! Sie müssen nicht nach Cordoba. Sie dürfen hier bleiben. Was soll das heißen? Ich habe ein bisschen nachgehakt. Also, die Verwaltung vom Bistum ist ja wirklich stur. Aber wenn man auf das richtige Knöpfchen drückt... Ist das jetzt ganz sicher? Ich wollte Ihnen die frohe Botschaft nur persönlich überbringen. Ich muss weiter, Entschuldigung. Ganz liebe Grüße an Ihren Mann. Ja. Der nächste bitte. Zufrieden? Monsignor Matteo hat Jans Versetzung zurückgenommen. Wie schön. Danke für dein Entgegenkommen. Ich erwarte nun dein Entgegenkommen. Den Camcorder mit deinem Erpresserfilmchen hast du ja sicher dabei. Wenn ich dann um die Speicherkarte bitten dürfte und natürlich sämtliche Kopien. Ich fürchte, die werde ich behalten. Clarissa, wir hatten eine Abmachung. Die besagt, dass ich den Film von deinem Seitensprung Julia nicht zeige. Vom Aushändigen des Materials war nie die Rede. Du bist so eine. Sag's nicht. Du wirst mich doch nicht verärgern. Nicht jetzt und auch nicht in Zukunft. Julia, ich habe damit nichts zu tun. Nein, du brauchst mir wirklich nicht zu danken. Ja. Kochen kann er auch noch. Danke. De nada. Meine Mutter hat dieses Gericht mal für 200 Leute gemacht und jeder war zufrieden. Ja, schmeckt echt lecker. Grüß mal deine Mama. Paella kann sie. Guck mal da. Ein Grand Cru. Medaille d'Or 2009, zweifach prämiert. Nicht schlecht. Ja, nur das Beste für die Gäste. Ja, wenn man es sich leisten kann. Hm? Sag mal, Raphael, hast du eigentlich noch irgendwelche Brüder? Also rein aus Interesse.
Und dieser Hummer, die frischen Garnelen. Toll. Die Rechnung kommt nach dem Dessert. Sei nicht so blöd. Sorry. Ja, ich finde auch. Du solltest ruhig öfter kochen. Das war das Beste, was ich je an diesem Tisch gegessen habe. Danke. Jemand Brot? Pro Teilnehmer und gelaufenem Kilometer bei dem Marathon stellt die Lahnstein-Stiftung eine bestimmte Summe für die medizinische Forschung bereit. Diese Summe wird dann von den Sponsoren und Partnern ausgeglichen. Ist einfach, aber überzeugend. Ja. Ach, Daniel, ich bin so froh, dass du das machst. Weißt du, ich bin ja eigentlich schon auf dem Sprung nach Griechenland zu meiner Tochter. Und meine Vertretung, die braucht dringend Hilfe. Ach, das wuppen wir schon. Unsere Sponsoren, die sind sehr sensibel. Das erfordert viel Feingefühl und Arbeit. Du kannst dich auf mich verlassen. Schön. Nico, es gibt gute Neuigkeiten. Dein Partner bei der Marathonorganisation ist Daniel Fritsche. Aber ihr kennt euch ja sicher schon. Hallo, Daniel. Ja, das ist mein Mann, Ludwig von Lahnstein, Daniel Fritsche. Der Arzt, der das Krankenhaus beim Spendenmarathon repräsentiert. Hallo. Hallo. Der Wagen wartet schon, ich bringe dich zum Flughafen. Du kümmerst dich weiter um unseren Gast? Ja, schön. Da steht einer guten Zusammenarbeit ja nichts mehr im Wege. Dann überlasse ich euch mal euren Aufgaben. Viel Erfolg, Daniel. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Schön ist es hier. Ja, besonders wenn man alleine ist. Tut mir leid, dass du dich auf meine Anwesenheit einstellen musst. Ich wusste nicht, dass wir Natürlich, beide... ich werde mich gleich um eine andere Vertretung bemühen. Ich bitte dich. Mach dir doch meinetwegen keine Umstände. Ist das gut. Ja, was ist das? Das ist die teuerste Nachspeise der Welt. Hat aber noch niemand bestellt. Kostet ca. 10.000 €. Nicht dein Ernst. Die wird serviert mit goldenen und silbernen Blättern und dazu einem riesen Aquamarin. Das ist ja komplett irre. Ja, die Zutaten sind schon ziemlich teuer, aber wenn man die weglässt, geht's. Vor allem, wenn man es nicht selbst bezahlen muss. Ja, also ich hätte auf jeden Fall gerne noch ein bisschen was von diesem Edelzeugs, bevor ich wieder auf Industriepudding umsteigen muss. Merci. Aber ich meine, gracias. Nein, danke. Aber darf ich dich eine Sache fragen? Klar, schieß los. Also kochen kannst du ja wirklich. Aber willst du dir damit auch deinen Lebensunterhalt hier in Düsseldorf verdienen, oder wie hast du das vor? Keine Ahnung, vielleicht. Aber aus den Vollen schöpfen, das kannst du schon. Ne? Vor allem, wenn andere dafür blechen. Christian, jetzt reicht's. Ja, was? Mir reicht dieses Theater jetzt. Eigentlich wollte ich ja die Klappe halten. Dann tu's auch. Aber mir reicht es jetzt. Dieser Typ hier, der lässt sich nicht nur von Olli aushalten, sondern trifft sich auch mit anderen Männern in der Stadt, oder? Sag mal, bist du bescheuert? Christian, das ist so billig von dir. Wie bescheuert, mich auf diesen Schwachsinn einzulassen. Ein Freundschaftsessen. War ja klar, dass du das wieder kaputt machst. Ich mache alles kaputt. Ich. Und dich trifft überhaupt keine Schuld? Ich werde bestimmt nicht wieder unsere ganze Beziehungskiste mit dir durchkauen. Ich hab Gäste. Ja, geh nur und lass dich schön wieder verarschen. Und wenn du dich richtig erinnerst, ist das nicht das erste Mal, oder? Wie hieß dieser Typ nochmal, der dich ausgenutzt und mit Drogen gedealt hat? Und du wolltest nicht auf meine Warnung hören. Das war damals so und das wird auch diesmal wieder so sein, Olli. Raphael dealt nicht. Und er ist völlig offen zu mir. Kommst du wieder Ach, du hältst jetzt mal die Klappe. Und du, träum schön weiter. Ich habe Raphael im No Limits gesehen, wie er in die Kasse gegriffen hat. Stimmt das? Mein restlicher Lohn steht noch aus. Sie besitzen die Wenn Frechheit. ich mich nicht irre, habe ich meine Aufgabe zu deiner vollsten Zufriedenheit erfüllt. Ich will Ihnen nicht schuldig bleiben. 200 € oder wie hoch ist normalerweise Ihr Stundenlohn? Jetzt tu nicht so, du wolltest es doch auch. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich auf Sie hereingefallen bin. Weil dich das tröstet.
bin ich eben ein Profi. Und im Gegensatz zu anderen hat mir dieser Job tatsächlich Freude gemacht. Verlassen Sie mein Haus, gehen Sie mir aus den Augen. Ricardo, Sie entlassen Patricia? Ich habe meine Gründe. Die Schlampe muss gehen, weil sie mit dem Hausherr gevögelt hat. Olli, was ist los? Warum machst du schon Kasse? Alles okay, hat nichts mit dir zu tun. Ich brauche nur die Umsatzbons von den letzten 2 Stunden. Die sind da in der Schublade, wie immer. Okay. 180, 400. Du hast kein Geld rausgenommen, sondern welches reingelegt. Ich wollte dich überraschen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich gleich für einen Dieb gehalten werde. Aber woher hast du die Kohle? Hä? Ich hab dich mit diesem alten Typen in der Platanallee gesehen. Von dem hast du die doch, oder? Ja, genau. Ich habe einen neuen Nebenjob. Stricher. Ich führe Hunde aus, okay? Ich habe eine Anzeige geschaltet und bereits mehrere Kunden. Na siehst du, da hast du es. Ja zufrieden? Halt dich da raus. Deswegen gehst du so oft spazieren. Ja, aber glaub mir, das ist kein Spaß. Diese kleinen Schickimicki, die machen, was sie wollen. Die Haufen sind zwar kleiner, aber stinken genauso. Jedenfalls, das ist mein erster Lohn. Ich bin nicht der Typ, der anderen Leuten auf der Tasche liegt. Nico, gib mir 1 Minute, ja? Ich war als Arzt an vielen Orten an dieser Welt, wo niemand hin will, wo Menschen unvorstellbare Dinge erlitten haben. Schon wieder diese Arztmasche, 50 Sekunden. Es ist komisch, aber ich habe mich oft gefragt, wie die Menschen das alles aushalten. Warum sie trotzdem noch lieben und lachen und tanzen können. 40 Sekunden. Ja, und dann komme ich hierher und dann sehe ich Helena und dich. Ihr ganzes Leben wegschmeißen, weil sie sich an einem einzigen Punkt an ihrem Leben klammern, wo alles schiefgelaufen ist. 30. Aber glaubst du etwa, du bist der einzige Mensch auf dieser Welt, der ein grausames Schicksal erlitten hat? Was bildest du dir ein? Was bildest du dir eigentlich ein? Ich habe meinen Mann verloren. 20 Sekunden. Du hast Angst, nach vorn zu sehen, loszulassen. 3, 2, 1, vorbei. Du erstickst an deiner Vergangenheit und bekommst keine Luft mehr. So schaffst du keine 20 Meter und erst recht kein Marathon. Du weißt überhaupt nichts von mir und erzählst dir irgendwelche Dschungelarzt. Nico, wenn du so weitermachst, dann hörst du auf zu leben. Ich bin in Topform, mach dir mal keine Sorgen. Und einen Fritsche wie dich schlage ich auf jeder Distanz. Klar? Ricardo, die Situation ist doch schon kompliziert genug. Und da fällt Ihnen nichts Dümmeres ein, als mit dem Hausmädchen zu schlafen? Was fällt Ihnen ein? Ausgerechnet Sie wollen mich zurechtweisen? Sie wussten doch von Anfang an, was Clarissa plant. Wovon reden Sie denn? Sie haben mir doch geholfen, diese Schlampe hier einzustellen, bitte. Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen. Ach, hören Sie doch auf. Juanita musste doch nur deswegen gehen, weil sie angeblich ihr Handy geklaut hat. Dass Sie ihr mit Clarissas Hilfe untergejubelt haben. Und wir sind drauf reingefallen. Haha. Wie kommen Sie denn darauf, dass dieser Diebstahl fingiert war? Also das verbitte ich mir. Ich verbitte mir das. Nur so konnte doch Clarissa diese Prostituierte hier in Stellung bringen. Warum sollte sie das tun? Hatten Sie einen schönen Videoabend? Finden Sie auch, dass ich einen saublöden Gesichtsausdruck habe? Beim Sex? Ja, vielen Dank auch. Was gibt Ihnen Clarissa eigentlich für diese kleine Erpressung? Hm? So, wenn ich vor dir in der Halle ankomme, dann bereiten wir das Projekt gemeinsam vor, okay? Okay, aber falls ich vor dir ankomme, verziehst du dich ohne weiteren nervigen Vortrag. Deal? Deal. Auf 3. Okay, auf 3. 1, 2. Mein Gott, was ist denn? Ich muss doch wohl sehr bitten. Ja, erster. Gräfin, bei allem Respekt, aber Sie hätten eben um ein Haar die Hummerkonsumé auf dem Boden befördert. Oh mein Gott, Justus. Das wäre ja eine Tragödie. Was hätten wir dann gemacht? Würstchen aus der Dose gegessen? Also so schlecht bist du doch nicht. Du hast trotzdem gewonnen. Dann sind wir jetzt wohl Partner. Nur wenn ich mir keine langweiligen Arztgeschichten mehr anhören muss. Okay.
vom Diebstahl meines Handys. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte Jan von der Insel verjagen. Also schütze ich meinen Sohn. Indem du den Mann deiner Tochter verführen lässt und ihn erpresst? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Wenn er so dämlich ist und noch nie Falle tappt. Du befindest dich immer noch in meinem Haus. Das kann sich ganz schnell ändern. Ganz schnell. Das bezweifle ich. Ist da der bewusste Film drin? Wärst du doch im Gefängnis verrottet. Kriegen, Erpressung, Sexvideos. Glaubt ihr wirklich, so könnt ihr Probleme lösen? Larissa, gib mir den Film. Los, her damit. Ich mach da nicht mehr mit. Dachte ich mir schon, dass du dich hierher verkrochen hast. Was willst du hier? Keine Ahnung nach der Paella, aber irgendwie die Stimmung raus. Jetzt stell doch mal den Besen weg. Ich bin extra hergekommen, um mit dir zu reden. Okay. Tu dir keinen Zwang an, Olli. Mach mich zur Sau. Komm. Und ob. Was du da vorhin abgezogen hast, das war total daneben. Okay, das gebe ich zu. Aber jetzt stell dir das Ganze doch mal andersherum vor. Wie jetzt? Dass ich deinen neuen Lover vor versammelter Mannschaft beleidige und demütige? Tut mir leid, ist nicht mein Stil. Nein. Wie wäre das denn für dich, wenn ich mit meinem Urlaubsflirt bei dir auftauche und einen auf 7. Himmel mache? Direkt vor deinen Augen. Und dann? Dann lade ich dich zu diesem Kitschkino auch noch ein. Als Zuschauer. Hä? Wie wäre das für dich? Das war als Geste gedacht. Für eine Annäherung. Das ist ja eine tolle Geste. Und wenn ich dann auch noch vor deinen Augen mit ihm rummache, hä? Trotzdem, das ist noch lange kein Grund, sich so daneben zu benehmen. Ich hätte es dir wahrscheinlich gegönnt und mich zurückgezogen. So wie bei Theresa? Ach, Theresa, ich bitte dich. Theresa war dir egal, das konnte man wirklich nicht ernst nehmen. Tut mir leid, aber dieses ganze Freundschaftsding. Machen wir uns nichts vor, das klingt toll, aber es funktioniert nicht bei uns. Ja, okay, es ist im Moment ein bisschen schwierig. Aber wie stellst du dir das denn vor? Dass wir uns jetzt immer aus dem Weg gehen? Dass, wenn wir uns vor der Haustür sehen, einfach nicht Hallo sagen? Das ist doch lächerlich, Olli. Stimmt. Und deswegen sollten wir beide nicht mehr unter einem Dach wohnen. Du verlangst, dass ich ausziehe. Olli, das ist auch mein Haus. Und damit das Einzige, was uns beide noch verbindet. Ich finde, wir sollten das Haus doch verkaufen und getrennte Wege gehen. Ricardos Betrug ist nicht das eigentlich Schlimme, sondern deiner, Clarissa. Julia hat das nicht verdient. Sie hat gerade wieder angefangen, dir zu vertrauen. Und deshalb muss sie es auch erfahren. Was muss ich erfahren? To